Herzlich willkommen, Nick. The question before us is, what do you do when it looks like crucifixion with no hope of resurrection? Die Frage, die vor uns liegt, ist, was machst du, wenn alles, was du siehst, die Kreuzigung ist, ohne dass du irgendeine Perspektive auf die Auferstehung hast? One of the problems with Christians is the longer you're a Christian, the more you think the Bible makes sense. Das Problem beim Christsein ist, je länger du an Jesus glaubst, mit ihm unterwegs bist, desto mehr bist du davon überzeugt, die Bibel ergibt wirklich Sinn. If you grew up like my wife did inside the church, Wenn du so wie meine Frau innerhalb der Gemeinde aufgewachsen bist, you probably knew the resurrection before you experienced crucifixion. dann bist du wahrscheinlich mit der Auferstehung vertraut, bevor du je die Kreuzigung erlebt hast. We went as missionaries to Malawi 35 years ago. Wir sind vor 35 Jahren als Missionare nach Malawi gegangen. We lost a battle with malaria, had to move to South Africa, Dort haben wir den Kampf gegen die Malaria verloren und mussten dann nach Südafrika umziehen, stayed there for maybe 8 years, haben dort etwa 8 Jahre gelebt. and then God troubled our hearts and we had to return to the Bible. Und dann hat Gott unsere Herzen in solche Unruhe versetzt, dass wir zurückkehren mussten zur Bibel. We had to ask God, why did you make us? Und wir haben Gott fragen müssen, warum hast du uns geschaffen? And what we heard clearly from God, I made you to go to people who have little or no chance to hear about Jesus. Und dann haben wir die klare Antwort bekommen, ich habe euch geschaffen, damit ihr hingeht zu Menschen, die keine Möglichkeit haben oder fast keine Möglichkeit, etwas von Jesus zu erfahren. So for the last 25 years, we've gone to where missionaries can't go. Also sind wir die letzten 25 Jahre in Länder gefahren, an Orte gefahren, zu denen Missionare nicht gelangen können. We go where they get kicked out. Wir gehen dorthin, wo sie rausgeworfen werden. And that's how we ended up in Somalia. Und auf die Art und Weise sind wir nach Somalia gekommen. But what I want to do is have you look at one of the Bible stories. Aber ich möchte, dass ihr zusammen mit mir eine Bibelgeschichte anschaut. It's in the last chapter of Luke. Das ist im letzten Kapitel des Lukas-Evangeliums. And the story starts out really well. Und die Geschichte fängt richtig gut an. The women went to the tomb to prepare the body of Jesus for after the crucifixion. Die Frauen sind zum Grab Jesu gegangen, um dort nach der Kreuzigung diesen Körper entsprechend einzubalsamieren. They were shocked when they found that the stone was rolled away and that the tomb was empty. Und dann stellten sie voller Schock fest, dass das Grab leer war. And then they saw some men clothed in lightning. Und dann sahen sie dort einige Männer, die ganz weiß angezogen waren. And he asked them a very, very important question. Und haben sie ihnen eine sehr wichtige Frage gestellt. Why are you looking for the living among the dead? Diese Männer haben gefragt, warum haltet ihr Ausschau nach dem Lebenden bei den Toten? And these men told the women that Jesus was alive. Diese Männer haben den Frauen gesagt, Jesus lebt. And they rushed back to the 11 disciples. Und die Frauen sind in aller Eile zurückgekehrt zu den 11 Jüngern They told these men what they had seen. und haben diesen Männern berichtet, was sie gesehen haben. And I guess that men have not changed for 2000 years. Und ich denke mal, Männer haben sich in den letzten 2000 Jahren nicht verändert. Because when they listened to the women, Denn wenn sie auf die Frauen gehört hätten, it sounded like nonsense to them. oder als sie denen zugehört haben, klang es für sie wie Unsinn. That proves to us Das beweist uns, that men have been foolish for 2000 years. dass Männer seit 2000 Jahren dumm sind. And yet the story is interrupted. Aber die Geschichte nimmt noch eine Wendung. In the middle of crucifixion, resurrection, Inmitten dieses Prozesses zwischen Kreuzigung und Auferstehung 2 men are walking from Jerusalem to another city. sind 2 Männer von Jerusalem auf dem Weg in eine andere Stadt. And they're talking to each other. Sie unterhalten sich. And the Bible says that Jesus appeared right next to them. Und dann lesen wir in der Bibel, Jesus tauchte direkt neben ihnen auf. But they couldn't recognize him. Aber sie haben ihn nicht erkannt. How's that possible? Wie ist das möglich? They've been with him for 3 years. Sie haben doch 3 Jahre mit ihm verbracht. They watched him heal the sick, feed the hungry. Sie haben zugeschaut, wie er die Kranken geheilt hat, die Hungrigen gespeist hat. They listened to him teach. Haben ihm zugehört, wenn er gelehrt hat. They saw him raise the dead. Sie haben erlebt, wie er die Toten auferweckt They hat. walked, ate, slept with Jesus. Sie sind mit ihm unterwegs gewesen, haben mit ihm geschlafen. How can they not know him? Wie ist es möglich, dass sie ihn jetzt nicht erkennen? How can they be so stupid? Wie können sie nur so dumm sein? And Jesus asked them, why are you so sad?
Und Jesus fragte sie direkt, warum seid ihr so traurig? They said, "You don't know?" Und sie fragen, wie, das weißt du nicht? He said, "Know what?" Was weiß ich nicht? About Jesus the Nazarene. All das, was sich zugetragen hat mit Jesus, dem How Nazaräer. he was such a man of good works and power. Er war ein solch kraftvoller Mann voller guter Taten. And here came a very sad question. Und dann kam eine wirklich traurige Frage. We thought he was the one to redeem Israel. Diese Aussage lautete, wir dachten, er wäre der Erlöser Israels. But now he's dead. Aber jetzt ist er tot. Our leaders gave him over to the Romans. They crucified him. And now for 3 days, he's dead. Unsere Anführer haben ihn an die Römer ausgeliefert. Sie haben ihn gekreuzigt und seit 3 Tagen ist er tot. And all of our dreams are dead with him. Und all unsere Träume sind mit ihm zerflossen. Now, Jesus finally agrees with me. Und schließlich stimmt Jesus mir zu, And he looks at these men schaut sich diese Männer an and he says, "Oh, how foolish are you? und er sagt, wie könnt ihr nur so dumm sein? Did you not know that the Son of God had to come and die? Wusstet ihr nicht, dass der Sohn Gottes kommen und sterben musste? And from Moses all the way to the New Testament, Und von Mose angefangen bis zum Neuen Testament Jesus told them all the prophecies that they had forgotten. ist Jesus mit ihnen all die Prophezeiungen, all die Weissagungen durchgegangen, die sie vergessen hatten. But how could they not know him? Aber wie war es möglich, dass sie ihn nicht How erkannt could they haben? not see him? Wie konnten sie es möglich, dass sie ihn He's nicht wirklich walking erkennen? right here, Er läuft ja direkt neben ihnen, and they don't know him. aber sie erkennen ihn nicht. I was in Mogadishu. Ich war in Mogadischu. They had told Ruth and myself it would take maybe 3, maybe 5 years to get into Somalia. Und sie haben Ruth und mir gesagt, dass es 3, vielleicht 5 Jahre dauern würde, bis wir überhaupt richtig reinkommen nach Somalia. Here's a secret about God and Christianity. Und ich möchte euch ein Geheimnis mitteilen über Gott und das Christsein. Doors are always closed unless you're close enough to go through that door. Die Türen sind immer verschlossen, bis du nah genug dran bist, um sie aufzustoßen. Because this door was supposed to be locked shut. Denn diese Tür nach Somalia sollte eigentlich fest verschlossen sein. And after 2 months of trying to get in Somalia, we got inside. Und nachdem wir es 2 Monate lang versucht hatten, dort reinzukommen, waren wir drin. Not 3 years, not 5 years, 2 months. Keine 3 Jahre, keine 5 Jahre, 2 Monate. Within 6 months, we're feeding 50,000 people a day. Und innerhalb von 6 Monaten haben wir 50.000 Menschen täglich mit Nahrung versorgt. I've been to Bible college. Ich war in der Bibelschule, I've been to seminary twice ich war dann im Seminar because it didn't zweimal. work the first time. Das erste Mal habe ich es nicht gepackt, So I went a second also time. musste ich noch eine Ehrenrunde drehen. And I thought I knew everything you're supposed to know about the kingdom of God. Und ich dachte, ja, am Ende dieser Zeit weiß ich jetzt alles über das Reich Gottes, was man so wissen muss. And now there are 8 of us Und wir sind jetzt zu 8 dort, feeding 50,000 people, geben 50.000 Menschen Nahrung resettling refugees, und bringen Flüchtlinge unter, doing mobile medical clinics in war zones. haben mobile medizinische Versorgungseinheiten in einem Kriegsgebiet. And every morning before we could start our work, we buried 20 children almost every day. Und jeden Morgen, fast jeden Tag, haben wir, bevor wir angefangen haben zu arbeiten, 20 Kinder beerdigt. I don't know what that would do to you. I know what it did to me. Ich weiß nicht, wie du damit umgehen würdest. Ich weiß, was es mit mir gemacht hat. I would go in Somalia for 4 weeks, 6 weeks at a time. Ich bin immer 4 bis 6 Wochen lang am Stück in Somalia gewesen. It's way too dangerous for our children to live in a war zone. Es war für unsere Kinder viel zu gefährlich, in einem solchen Kriegsgebiet zu leben. I don't know how you do it. Ich weiß nicht, wie man sowas macht. You spend 6 weeks burying some other parents' children every day, 6 Wochen lang beerdigst du täglich die Kinder anderer Eltern and you fly back to Nairobi to your wife and your children, und dann fliegst du zurück nach Nairobi zu deiner eigenen Frau und deinen Kindern. and there's no guns, there's no famine. Dort gibt es keine Waffen, herrscht keine Hungersnot. They're going to school, they're playing sports. Sie gehen zur Schule, sie haben ihre sportlichen Aktivitäten The table's full of food. und der Tisch ist voller Essen. And how does a father tell his boys and
how do you tell your family that for the last 6 weeks you've averaged bearing 20 babies a day? Und wie kannst du das deiner Familie erzählen, dass du in den letzten 6 Wochen im Durchschnitt 20 Babys beerdigt hast täglich? Ruth and I had been working in Somalia for 6 months before we met a single woman from 12 years of age older that had not been molested 8 times or more. Nach 6 Monaten in Somalia begegneten wir zum allerersten Mal in diesem Land einer Frau, die älter war als 12 Jahre und noch nicht sexuell missbraucht worden war. What do you say to those women? Was sagt man solchen Frauen? What kind of resurrection can you promise them when they've never even heard the name Jesus Christ? Was für eine Art von Auferstehung kannst du ihnen in Aussicht stellen, wenn sie noch nie einmal den Namen Jesus gehört haben? Everywhere we're going, we have 5 or 6 Muslim guards going with us. Egal wo wir hingehen, wir haben immer 5 bis 6 muslimische Leibwächter We're bei guarded uns. by the US or Pakistani or Nepalese or Egyptian military. Und dann gibt es dort Soldaten von der UN, die kommen aus Amerika, aus Pakistan, aus Nepal oder aus dem Libanon. You go to village and you bring water and medicine and blankets and food. Und dann gehst du in die Dörfer, du bringst ihnen Wasser, du bringst ihnen Nahrung, Medikamente und Decken. And as you drive out of those villages, they throw rocks at you, they throw human waste at you, and they shoot at you. Und dann fährst du aus diesen Dörfern raus, dann bewerfen sie dich mit Steinen, sie bewerfen dich mit menschlichen Exkrementen, sie schießen auf dich. I came from the New Testament. Ich kam aus dem aus der Welt des Neuen I Testaments did not know how to work in the Old Testament. und ich wusste nicht, wie es ist, in der Umgebung des Alten Testaments zu arbeiten. And there were 8 of us working among 10 million Somalis. Wir waren zu 8 und haben unter 10 Millionen Somalis gearbeitet. Now our job were to work with Somalis anywhere we knew they were in the world. Und unsere Aufgabe war es, mit Somalis zu arbeiten, ganz gleich wo in der Welt sie sich aufhielten. Most of our work was in Mogadishu. Und der größte Teil unserer Arbeit fand in Mogadischu, in der We were Hauptstadt, working in statt. some other cities. Aber wir sind auch in einige andere Städte reingefahren, But um as dort zu I arbeiten. studied, there were almost 2 million more Somalis over across the border in Ethiopia. Aber als ich nachgeforscht habe, habe ich herausgefunden, dass fast 2 Millionen Somalis auf der anderen Seite der Grenze in Äthiopien leben. And as I did my research, the last time a missionary had been in the Ogaden Desert of Ethiopia was 1973. Und ich habe nachgeforscht und herausgefunden, dass der letzte Missionar, der dort in diesem Wüstengebiet in Äthiopien war, in dieser Ogaden-Wüste, das war im Jahr 1973 gewesen. He was a veterinarian from Sweden, Er war ein Tierarzt aus Schweden and he's buried there. und dort ist auch sein Grab, They killed him. denn sie haben ihn umgebracht. That's not good encouragement to be the next one after him. Denn es ist nicht sehr ermutigend, wenn du dir vorstellst, du bist der Nächste. And yet with all the things that were going on inside Somalia, Aber angesichts all dessen, was dort in Somalia geschah, God began to trouble my dreams. hat Gott meine Träume angefangen in Bewegung zu bringen. And I would hear God's voice in the night saying, go to Ethiopia. Und ich habe in der Nacht die Stimme Gottes gehört, der mir gesagt hat, geh nach Äthiopien. Go to the desert of Ethiopia. Geh dort in die Wüste von Äthiopien. And in my dreams, I hear myself asking God, what am I supposed to do? Und in meinen Träumen höre ich mich selbst, wie ich Gott frage, was soll ich dort tun? All I would hear is, I want you to go to Ethiopia. Aber alles, was ich so zu hören kriege, ist, ich möchte, dass du nach Äthiopien gehst. I don't have experiences like that. Solche Erfahrungen mache ich nicht so oft. So I just ignored them. Also habe ich sie einfach ignoriert. But in the daytime, Aber tagsüber I would hear God say to my heart, I want you to go to Ethiopia. habe ich immer noch gespürt, wie Gott zu meinem Herzen spricht, ich möchte, dass du nach Äthiopien gehst. After weeks of this nonsense, Nachdem dieser Unsinn wochenlang weitergegangen I ist, gathered our 8 team members together habe ich unsere 8 Teammitglieder zusammengeholt, and I told them I'm going to Ethiopia. habe ihnen gesagt, ich gehe nach Äthiopien. They said, why are you going? Und sie haben mich gefragt, warum das denn? I said, I don't know. Ich sage, ich weiß nicht. Who wants you to come there? Wer möchte denn, dass du dorthin gehst? I said, nobody. Und ich habe gesagt, keiner. What are you going to do when you get there? Was machst du denn, wenn du da bist? I don't have a clue. Ich habe keine Ahnung. They said, let us understand this. Und sie haben mich gefragt, hilf uns mal, das zu verstehen. We're burying 20 babies a day. Wir begraben hier täglich 20 Babys. We're feeding
50,000 people. Wir ernähren 50.000 Menschen. We're doing mobile medical clinics. Wir haben all diese mobilen Resettling refugees. Versorgungseinheiten, medizinischen. Wir bringen Flüchtlinge unter. You brought us here, Du hast uns hierher and now gebracht. you're going to leave us here Und jetzt lässt du uns hier zurück and go somewhere for 6 weeks, und gehst irgendwo anders für Or- 6 or Wochen 2 hin months. oder 2 Monate and you don't know when you're coming back. und du hast keine Ahnung, wann du zurückkommst. Well, they were Christians, Nun, sie waren Christen and I was the leader, und ich war der Leiter, but they called me some really bad names. aber sie haben mich mit einigen ziemlich unangenehmen Worten betitelt. Not names that you want to hear your children use. Nichts von der Sorte, die du von deinen Kindern hören möchtest. And they embarrassed me so much that I just stayed. Und sie haben mich so beschämt, dass ich einfach geblieben bin. And maybe 4, 5 weeks later, I went to Nairobi to see my wife and children. 4 bis 5 Wochen später bin ich nach Nairobi gereist, um wieder bei meiner Familie zu sein. And Ruth and I have a way of involving our children in what we're doing. Und Ruth und ich beziehen unsere Kinder ein in das, was wir tun. We tell them almost everything. Wir sagen ihnen fast alles. We had told them how dangerous Somalia was. Wir hatten ihnen erzählt, wie gefährlich es in Somalia ist. They knew that their parents' lives were at risk. Sie wussten, dass die Leben ihrer Eltern auf dem Spiel standen. And so I caught the children up on what their dad had been doing the last 6 weeks. Also brachte ich die Kinder auf den neuesten Stand, was ihr Papa die letzten 6 Wochen gemacht hatte. And then at night I would tell Ruth what I could not tell the children. Und dann am Abend habe ich Ruth das mitgeteilt, was ich den Kindern nicht erzählt habe. And I know if you're married, you've never done this. Und ich weiß, wenn ihr verheiratet seid, habt ihr noch nie gemacht. But I'm trying to manipulate my sweet, sweet wife. Aber ich habe versucht, meine liebliche Frau zu manipulieren. I'm reminding her of all the things that I'm responsible for. Und habe sie noch mal daran erinnert, für was ich alles verantwortlich bin. Feeding and burying and relocations and medical and water and all this stuff. Nahrung verteilen und die ganze Unterbringung der Flüchtlinge und Wasserversorgung und all diese Sachen. Because I'm going to tell her about the dream. Denn danach wollte ich ihr über diesen Traum I'm going to tell erzählen her about God's voice. und über Gottes Stimme. And what I'm doing is manipulating my wife Aber ich war gerade dabei, meine Frau zu manipulieren, so that she would look at me with love damit sie mich liebevoll anschauen and würde say, "Sweetheart, you're doing too much. und zu mir sagen würde, You're Liebling, doing more than 5 or 6 men can do. du machst zu viel, mehr als 5 oder 6 Männer Don't schaffen try to do können. anything else. Versuch nicht, irgendwas anderes zu machen. Stay focused on Somalia. Konzentrier dich einfach auf I'm Somalia. so proud of you. Bin so stolz auf dich. Don't do anything else." Tu nichts anderes. And my sweet wife laying in bed this close to me Und meine liebenswürdige Frau liegt so nah vor mir im Bett looked at me with love und schaut mich liebevoll and she an said to me, und hat zu mir gesagt, "It sounds like you have been disobedient to God es klingt für mich, als wärst du Gott ungehorsam and you gewesen better get obedient." und du solltest besser bald gehorsam werden. Now, isn't it strange? Ist das nicht merkwürdig? I can't listen to the Holy Spirit, but I can listen to Ruth. Auf den Heiligen Geist kann ich nicht hören, aber auf Ruth kann ich hören. So the next day I try to go to Somalia, Also to Ethiopia. Habe ich am nächsten Tag versucht, nach Äthiopien It's zu a reisen. very, very difficult place to go to. Und das ist ein sehr unangenehmer, schwieriger Ort. I'm certain my wife cannot get me a permit to Ethiopia. Und ich war mir sicher, meine Frau schafft es nicht, mir einen Zugang zu Äthiopien zu vermitteln. In 2 days, she had me a ticket. 2 Tage später hatte ich mein Flugticket. So I started going around Nairobi Also wanderte ich in Nairobi rum and talking to friends to pray for us. und spreche mit Freunden und bitte sie um Gebet für uns. I went to one of my best friends, Michael, Bin zu einem meiner besten Freunde Michael and I told gegangen him what I was going to do. und habe ihm gesagt, was ich vorhatte. And he said, "Ripken, you have done some crazy things since I've known you. Und er hat zu mir gesagt, Ripken, du hast schon einige verrückte Dinger gedreht, seit ich dich But kenne. this is the craziest. Aber das ist das Verrückteste von allen. I can't imagine why you're doing this." Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie du sowas machen And kannst. he reached in his desk Und er griff so in seinen and he Schreibtisch pulled out a little note card und dann gab er mir diesen kleinen Notizzettel. and he wrote something on it and he gave it to me. Hat was draufgeschrieben und mir dann den Zettel gegeben. And I saw 5 Somali men's name on the card. Und dann sah ich, dort waren die Namen von 5 Somali-Männern. I said, "Michael, what's this?" Und habe ihn gefragt, Michael, was ist das? He said there were 5 Somali families who believed in Jesus in the 80s, the late 80s, before the Civil War came. Dann hat er mir gesagt, es gab 5 Somali-Familien, die Jesus folgten, bevor der Bürgerkrieg am Ende der 80er Jahre einsetzte. And when the Civil War came, we missionaries were kicked out and these Somalis were severely persecuted. These 5
families who were followers of Jesus. Und als der Bürgerkrieg begann, wurden wir Missionare aus dem Land geworfen und diese 5 christlichen Familien wurden sehr schwer verfolgt. He said, for 5 years, we have not heard from them. Er sagte, seit 5 Jahren haben wir nichts mehr von ihnen gehört. We don't know whether they're alive or dead. Wir wissen nicht, ob sie lebendig oder tot sind. We heard that one of the believers were shot many times through the face. Und wir haben gehört, einer dieser Christen wurde mehrfach ins Gesicht geschossen. We heard that one of them lost a baby, Wir haben gehört, eine von einer Familie hat ein Baby verloren. but we don't know. Aber wir wissen nichts Genaues. They've disappeared. Sie sind einfach verschwunden. They've gone into that desert of Ethiopia, and we have not heard from them for 5 years. Sie sind dort in die Wüste von Äthiopien geflohen und wir haben seit 5 Jahren nichts We von ihnen don't know gehört. if they're alive or dead, but every day we pray for them. Wir wissen nicht, ob sie tot oder lebendig sind, aber wir beten jeden Tag für sie. Every day, Somali believers here in Nairobi pray for them, love them, remember them, and call their names out to God. Täglich beten Christen, somalische Christen, die hier in Nairobi leben, für sie und bringen ihren Namen vor Gott und haben sie so lieb und halten ihr Gedenken aufrecht. So Michael said, take these 5 names of these families Also sagte Michael zu mir, nimm doch mal diese 5 Familiennamen mit carry them with you to the desert of Ethiopia, und nimm sie mit, wenn du dort in die Wüste von Äthiopien reist. and maybe by physical proximity to that desert, Und vielleicht, wenn du dort nah bei dieser Wüste dich aufhältst, if you will pray for these families, wenn du dann dort für diese Menschen betest, maybe because you are closer, vielleicht weil du dann so nah bei ihnen dran bist, that God will do something. kann Gott damit irgendwas machen. And I said, Michael, this sounds like voodoo Christianity. Und ich habe gesagt, Michael, das klingt wie Voodoo-Christsein. And he said, is it any different from what you're doing? Und er hat mich gefragt, gibt es denn da irgendeinen Unterschied zu dem, was du And tust? I told him, just be quiet. And I took his card and left. Und ich habe gesagt, jetzt halt einfach den Mund, habe mir die Karte genommen und bin verschwunden. I got into Ethiopia. Ich bin nach Äthiopien I gegangen. found that it took 18 signatures from the government to go down in that desert. Und ich habe herausgefunden, dass du 18 Unterschriften von Regierungsbeamten brauchtest, um eine Genehmigung für diese Wüstenregion zu bekommen. So I knew I'm free to go home because I'll never get those signatures. Und sofort wusste ich, na, jetzt habe ich einen Freifahrtschein nach Hause zurück, denn diese 18 Unterschriften werde ich nie zusammenkriegen. I went to the disaster government office to try to get a permit to go down to the desert. Also bin ich zu dieser Katastrophenabteilung in der Regierung gegangen, um mir eine Genehmigung für dieses Gebiet zu holen. I knew it was hopeless. Ich wusste, es war völlig aussichtslos. Inside of that government office In diesem Regierungsbüro was a white man from America. saß ein Amerikaner, ein weißer Amerikaner. He was from a charismatic church in America. Er gehörte zu einer charismatischen Gemeinde in Amerika. And when I told him what I was doing, Und als ich ihm gesagt hatte, was ich he vorhatte, said, I have been praying for a person like you for 3 years. hat er zu mir gesagt, ich habe seit 3 Jahren für einen Menschen wie dich You gebetet. come back tomorrow, let's see what we can do. Komm morgen nochmal zurück, dann werden wir sehen, was wir tun können. I went back the next day and he had all 18 signatures. Und am nächsten Tag kam ich zurück und er hatte alle 18 Unterschriften. It's funny that they clap because I wasn't clapping. Es ist lustig, dass ihr klatscht, denn ich habe überhaupt nicht geklatscht. I wasn't happy. Ich war überhaupt nicht glücklich darüber, I didn't want to go. denn ich wollte da nicht hin. Now, I was a little bit happy because this man said, I'm going to go with you. Was mich ein bisschen erleichtert hat, war, dass der Mann gesagt hat, ich komme mit. And I have 3 French doctors that are going to go with us. Und ich habe auch 3 französische Ärzte, die kommen dann auch mit. They're going to look at any medical clinics in Godey, the little city we're going to. Well, it's not a city, it's more like a nothing. Okay. Und die kommen mit und werden dann in dieser Stadt oder Dorf oder wie auch immer, Godet, sich die Krankenhäuser anschauen. And this charismatic guy said there's warehouses that would be about the size of this room. I'm going to see about how much medicine and food and water is in those warehouses. Und dieser charismatische Typ hat gesagt, es gibt auch ein paar Lagerhäuser, die sind ungefähr so groß wie diese Halle hier. Und da gibt es ja ein paar Medikamente und Nahrungsmittel und dergleichen. Das werde ich mal prüfen, was dort alles vorhanden ist. What am I going to do? Und ich habe ihn gefragt, ja, und was soll ich da machen? He said you're going to go to all the villages to find out what's going on in those villages. Und er hat gesagt, du reist einfach auf all die Dörfer, um herauszufinden, was sich dort so abspielt. So
about a week later, that's what we were doing. Eine Woche später waren wir also genau dabei. Every morning, I would go to a different village. Jeden Morgen bin ich in ein anderes Dorf I'd go gefahren. about 5 o'clock in the morning because in that desert it was so hot. 5 Uhr morgens sind wir aufgebrochen, denn tagsüber war es da unerträglich heiß in der And Wüste. I went south of that little town. Ich bin in den Süden von dieser kleinen Stadt gefahren. And everybody I saw had green lips, green mouths, green tongues. Und jeden Einzelnen, den ich dort sah, der hatte grüne Lippen, grünen Mund, grüne Zunge. They had no food and they were eating grass and leaves off the trees to try to stay alive. Denn sie haben nichts zu essen gehabt und haben einfach das Gras vom Boden genommen oder die Blätter, die noch auf den Bäumen waren, um sie zu essen und beim Leben zu bleiben. And I'd get so hot and lose so much weight by 3 o'clock and I have to go back to Godey. Und ich habe tagsüber so viel Gewicht und so viel Wasser verloren, weil es einfach so unerträglich heiß war, dass ich dann um 3 Uhr nachmittags wieder zurückgefahren bin nach Godey. To a small restaurant and meet these 3 doctors and this charismatic guy. Und dann haben wir uns in einem Restaurant dort getroffen, der Arzt oder die 3 Ärzte und dieser charismatische Christ. And I would tell them what I found in this village. Und dann habe ich ihm berichtet, was ich dort vorgefunden habe. The next day I would go west of Godey to another village. Und dann bin ich in den Westen gefahren von Godey, in ein anderes Dorf. And there I found everybody had these big blisters between their fingers and between their toes and big water-filled blisters on their eyelids and on their ears. Und dann habe ich Menschen vorgefunden, die zwischen ihren Fingern und auch zwischen den Zehen und hier oben im Gesicht lauter wassergefüllte dicke Blasen hatten. And they're standing and sitting and laying rigid, so still because it was so painful they were just praying to Allah to let them die. Und sie lagen dort ganz still, haben sich so wenig wie möglich bewegt, weil sie einfach so voller Schmerzen waren und haben einfach zu Allah gebetet, dass er sie bald sterben lassen möge. And I go back to Godey and report. Bin wieder nach Godey zurückzufahren und Next habe day, berichtet. I went to a village to the east of the city. Dann am nächsten Tag bin ich Richtung Osten gefahren. And so much cholera, so much stomach problems. Und dort gab es so massive Magenprobleme. People were, well, one of my guards came to me. Einer meiner Leibwächter kam zu mir He was from a different clan of Somalis. und er war von einem anderen Clan von den Somalis. And he said, Dr. Nick, it's really funny. Und er sagte zu mir, Dr. Nick, das ist echt I've lustig. been watching my watch, Ich habe meine Uhr angeschaut and every 11 minutes, somebody dies in this village. und alle 11 Minuten stirbt hier jemand im Dorf. Isn't that funny? Ist das nicht lustig? I said, well, that's hilarious. Ich habe gesagt, ja, das ist wirklich zum Totlachen. And I go back to that restaurant and report what I found. Und ich bin zurückgefahren zum Restaurant und habe wieder berichtet. What do you do? Was macht man in so einer There's a Situation? lot of food in that warehouse in Godey, but I'm the only distribution. In diesem Lagerhaus gibt es jede Menge Nahrungsmittel, aber ich bin der Einzige, der das verteilen kann. If there were camels or cows or goats alive, Wenn es noch lebendige Kamele oder Ziegen oder Kühe gäbe, I would pay village children some money dann würde ich den Kindern im Dorf ein bisschen Geld geben, to drive those animals to Godey, um diese Viehherden dorthin zu treiben nach Godey. and we would just tie water and medicine and food and blankets on those animals and turn them loose, and they would wander home. Und dann würden wir einfach diesen Tieren irgendwelche Lasten auflegen mit Nahrungsmitteln, mit Wasser, mit Medikamenten und würden sie davon jagen. Die würden irgendwo landen. That was my really sophisticated distribution system. Das war mein total ausgeklügeltes Verteilsystem. But every day, people are dying by the hundreds. Aber jeden Tag sterben Hunderte von Menschen. And every day, I'm getting more angry at God. Und jeden Tag werde ich zorniger auf Gott. Why am I here? Warum bin ich hier? Why are you doing this to me? Warum tust du mir das an? I want to help people, but there's nothing I can do. Ich möchte ja den Menschen hier helfen, aber ich kann nichts tun. For every 5 people that I feed, 10 die. Für jeden 5 Menschen, denen ich Nahrung gebe, sterben 5 weitere oder For 10. every 10 people we give medicine to, 20 die. Und für jede 10 Menschen, denen wir Medikamente geben, sterben 20. This is hopeless. Das ist völlig I hoffnungslos. can't do this. Das kann ich nicht machen. I want out. Ich möchte raus hier. And I'm sitting in that restaurant. Und ich sitze in diesem Restaurant. And it's one of those restaurants with dirt floor and stick walls. Und das ist so ein Restaurant, wo du einfach einen Lehmboden hast und Strohwände. And if you want a chicken for lunch, you point at the chicken you want and they take it
and they start working on it. Und wenn du irgendein bestimmtes Huhn zum Mittagessen haben möchtest, dann zeigst du einfach auf das Huhn und dann schnappen sich das und beschäftigen sich And I'm damit. so dry, so thirsty, I'll drink about 6 of these in 30 minutes. Und ich bin so ausgetrocknet, so durstig, ich trinke 6 von solchen Flaschen innerhalb von 30 Minuten. My lips are cracked and I'm so dehydrated. Meine Lippen springen auf, weil ich so dehydriert bin. And I watched a Somali come in the back of that restaurant. Und dann beobachte ich, wie ein Somali hinten ins Restaurant reinkommt. He was 6'3" tall. Er war ungefähr 1,90 groß. He was so starved. Er war völlig ausgehungert, He had scars all over his face. hatte überall Narben im Gesicht. And it was strange as he walked in the restaurant, he just looked at me. He didn't look at anyone else. He didn't look at the doctors, the charismatic guy. He just looked at me and walked right toward me. Und das Komische war, er kam rein in das Restaurant und fixierte mich total und schaute überhaupt nicht auf die 3 Ärzte oder diese charismatischen Typen. Er guckte mich genau an und kam genau auf mich zu. And he stood over me angrily with his arms crossed staring at me. Und dann stellte er sich mit so einem finsteren Gesichtsausdruck, die Arme überkreuzt, direkt vor mich hin. And I finally got so nervous having this starving guy watch me eat. Und dann plötzlich irgendwann hatte ich eine solche Unruhe in mir, weil dieser hungernde Typ direkt vor mir stand, während ich am Essen war. I asked him, is there something wrong? Do you want something? Und dann habe ich ihn schließlich gefragt, stimmt irgendwas nicht? Kann ich helfen? He said, are you the one? Have you come? Und dann hat er mich gefragt, bist du derjenige, der kommen sollte? And he walked out. Und dann mit den Worten ist er wieder raus. And my friend said, who is this man? Und meine Freunde fragten mich, wer ist das denn? I said, I don't know. Ich habe gesagt, keine Ahnung. He's a bit crazy, I guess. Ich glaube, der ist ein bisschen durchgeknallt. His elevator goes up, but the doors don't open. Sein Fahrstuhl geht nach oben, aber die Türen öffnen sich nicht. In the next 45 minutes, 4 different men from different parts of the desert walked into that restaurant. Innerhalb der nächsten 45 Minuten kamen 4 Männer aus verschiedenen Teilen der Wüste in dieses Restaurant reinmarschiert. All of them walked up to where I was sitting, Und alle kamen direkt auf mich zu, dort wo ich saß, looked at me in anger. schauten mich zornig an, They looked at me with these eyes that were like lasers. mit diesen finsteren Augen, die mich durchdrangen wie Laser. And each one of them asked the same question. Und jeder einzelne von ihnen hat dieselbe Frage gestellt. Are you the one? Bist du derjenige? Have you come? Oder bist du jetzt gekommen? Now I'm getting really scared. Und so langsam kriege ich richtig Schiss. And these French doctors and this charismatic guy said, Nick, you told us you've never been here before. Und diese 3 Ärzte und dieser charismatische Typ sagen, Nick, du hast uns doch erzählt, du bist noch nie hier gewesen. I said, I've never been here before. Ich sage, nein, bin ich auch nicht. You told us you don't know anybody. Und du hast uns gesagt, du kennst hier I said, niemanden. I don't know anybody. Ja, sag ich, ist auch so, ich kenne keinen. They said, you've told us you've never worked down here. Du hast uns gesagt, du hast hier noch nie gearbeitet. They said, who are these guys and why are they asking you this question? Und dann haben sie gefragt, wer sind diese Typen und warum stellen sie dir diese komische Frage? I said, I don't know and frankly I'm scared. Und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung und ehrlich gesagt, ich habe ziemlich Schiss. There's some kind of mass hysteria going on and these guys are crazy. Irgendwie ist hier so eine Massenhysterie ausgebrochen und die Typen sind einfach durchgeknallt. So I don't know what to do. Also ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. I'm going to a different village every day. Jeden Tag bin ich im anderen Dorf. It's bad in Somalia. In Somalia ist es schlimm. But in Somalia, there's 70 organizations and 30,000 military personnel trying to help those people. Aber damals waren in Somalia 70 Organisationen und 30.000 Soldaten stationiert und versuchen, der Bevölkerung zu helfen. The Ogaden is the size of Texas. Diese Ogaden-Wüste ist so groß wie Texas. Almost 2 million Somalis live there. Und fast 2 Millionen Somalis leben dort. And there's 5 of us trying to help them. Und wir sind zu 5 und versuchen, ihnen zu helfen. And now I've got 5 crazy guys stalking me. Und jetzt kommen diese 5 durchgeknallten Typen und stalken mich. I don't know what to do about the green mouse. Ich weiß nicht, was ich mit diesen grünen Mündern tun soll. I don't know what to do about the excruciatingly painful blisters covering their bodies. Oder auch mit diesen fürchterlich schmerzhaften Blasen, die diese Menschen auf den Körpern haben. I don't know what to do with the people who are dying every 11 minutes. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das aufhalten soll, dass diese Menschen alle 11 Minuten sterben. And now I'm having to watch out for these crazy men. Und jetzt muss ich noch aufpassen, dass diese Verrückten mich nicht erwischen. And I said to God, get
me out of here. Und ich habe zu Gott nur gesagt, bring mich hier raus. And I said to the 4 guys sitting at the table, Und ich habe zu diesen 4 Leuten, die mit mir am Tisch saßen, let me gesagt, be clear. ich möchte mal eins klarstellen. I don't know anybody here. Ich kenne hier niemanden. I've never been here before. Ich war hier noch nie zuvor. God made me come. Gott hat mich hierher geschickt. And the three French guys looked at me like, wow, he is crazy. Und dann haben mich diese 3 Ärzte aus Frankreich angeguckt und gesagt, der ist tatsächlich durchgeknallt. God made me come. Aber ich habe nochmal gesagt, Gott hat mich hergeschickt. It's God's fault. Das ist Gottes Schuld. If I get out of here, Wenn ich hier lebendig if rauskomme, I ever come back again, wenn ich jemals wiederkomme, that would be my fault. dann wäre es meine Schuld. And if I get out, you can be sure I will never return to such a crucified place again. Aber eins kann ich euch sagen, wenn ich hier jemals wieder rauskomme, dann werde ich nie im Leben zu einem solch gekreuzigten, kaputten Ort zurückkehren. What would you do? Was würdet ihr machen? How would you pray? Wie würdet ihr beten? How good would you sleep at night? Wie gut würdet ihr nachts schlafen? You see, you think that everywhere there's crucifixion, resurrection is coming in 3 days. Ihr habt die Vorstellung, dass überall dort, wo es nach Kreuzigung aussieht, spätestens nach 3 Tagen eine Auferstehung stattfindet. What if that's not true? Was, wenn das nicht stimmt? We'll have to talk more this afternoon. Heute Nachmittag werden wir ein bisschen mehr darüber reden müssen. So the question is still with us. What do you do when there's so much crucifixion, there's almost no hope of resurrection? Die Frage steht immer noch im Raum. Was machst du, wenn so viel Kreuzigung zu sehen ist, dass fast keine Hoffnung auf eine Auferstehung mehr übrig ist? What do you do with these young children whose mouths are stained with grass because they have nothing else to eat? Was machst du mit diesen jungen Kindern, deren Münder ganz grün sind von dem Gras, was sie gegessen haben, dort in Äthiopien, einfach weil sie nichts mehr zu essen haben? Warehouses filled with food and medicine and tents and clothing, and there's nobody to distribute it. Und auf der anderen Seite hast du diese ganzen Lagerhäuser voll mit Nahrungsmitteln, mit Medikamenten, mit Zelten, mit allem, was nötig ist, Kleidung, aber niemand da, der diese Dinge verteilen kann. And you're being stalked by 5 crazy guys. Und noch dazu kommen diese 5 Verrückten, die dich stalken. Well, this was on a Tuesday. Also wir reden hier von einem Dienstag, an dem das geschehen ist. And on Friday, I did a very, well, I'd like to be polite to say, but I did a very stupid thing. Und an dem darauffolgenden Freitag habe ich etwas, kann man gar nicht anders ausdrücken, etwas ziemlich Dummes getan. Our youngest son said, Daddy, if you can, get me a Somali knife. Und mein jüngster Sohn hat zu mir mal gesagt, Papa, wenn du mir nicht mal so ein somalisches Messer mitbringst. They're special and they're sharp and he just had to have one. Also so ein Ding brauche ich einfach. Die sind so besonders, die sind richtig scharf und so ein Ding möchte ich gern haben. So Friday, so foolishly, I left the safe part of the town. Also bin ich am Freitag, war ich dumm genug, den gesicherten Teil der Stadt hinter mir zu lassen. It was the Ethiopian side that spoke Amharic. Das war diese äthiopische Seite der Stadt, der Stadtteil, in dem Amharisch gesprochen wurde. And I crossed a little dry riverbed and went to the Somali side of town. Und ich bin über so ein ausgetrocknetes Flussbett auf die andere Stadtseite, nämlich die somalische Seite gegangen. What was so foolish is I went by myself. Was daran besonders dumm war, ist, ich war ganz allein unterwegs. If one of my colleagues in Somalia do something like that, they get a bad talking. Wenn irgendeiner meiner Kollegen in Somalia sowas gemacht hätte, dann hätte ich mir den wirklich vorgeknöpft. So you can hear the Somalis making those knives because the hammers are beating the metal and beating the anvils. And while you can't see where they are, you can hear where they are. Und man hört, wenn man dort so durchläuft, überall, wo diese Messer hergestellt werden, denn sie klopfen ja mit den Hämmern auf dem Amboss diese Messer richtig scharf. So I make it to the Somali side of town. Also bin ich jetzt auf der somalischen Seite der Stadt. And you go like 5 meters this way. Und dann gehst du 5 Meter geradeaus. And it turns this way. Dann geht's nach rechts. You might go 10 meters. Weiter 10 Meter. Then it turns back this way. Und wieder hier rum. And you're just trying to listen and follow the sound. Und du folgst einfach den Geräuschen.
And I turned the wrong way. Und dann habe ich mich in die falsche Richtung gedreht. And I came up against the mud wall of a house. Und dann stand ich vor so einer Erdmauer von einem Haus. So I thought, well, I'll turn around and I'll listen better. Also habe ich gedacht, okay, ich gehe wieder zurück und höre nochmal genau hin. And I walked back this mud, dirt alleyway. Und dann bin ich diesen Dreckweg oder diesen Matschweg wieder zurückgegangen. And there was a little pathway crossing both sides. Und dann war so ein Trampelpfad, der nach rechts und links diesen Weg kreuzte. Buildings everywhere. Überall kleine Hütten. And as I walked to this crossroads, Und während ich auf diese Kreuzung zuging, 5 of the meanest Somali men stepped out of the alleyway and stood shoulder to shoulder and blocked it. standen plötzlich 5 von diesen fürchterlich wild aussehenden Somalis direkt vor mir und stellten sich mir so in den Weg, dass ich überhaupt nicht mehr durchkommen konnte. And I don't have anywhere to go. Also jetzt hatte ich keinen Weg mehr raus. So what do? Was machst du dann? I did the Kentucky thing and I flexed both of my muscles. Also habe ich das gemacht, was ich in Kentucky auch mal gemacht habe, richtig meine Muskeln angespannt And I walked up and tried to push them apart. und bin auf sie zugegangen, habe versucht, sie auseinanderzudrücken. And they put their hands on my chest and pushed me against the building. Und dann haben sie auch ihre Hände auf meine Brust gelegt und mich gegen das Gebäude gedrückt. Now, in Kentucky, churches have an old song that they sing. In Kentucky, in den Gemeinden, gibt es so ein altes Kirchenlied, was immer gesungen wird. It's called Every Day with Jesus is Sweeter Than the Day Before. Wir sagen, jeder Tag mit Jesus ist schöner als der Tag zuvor. I wasn't singing that song. Das Lied habe ich gerade nicht gesungen. I wasn't thinking of that song. Und es fiel mir irgendwie auch gerade nicht ein in der Situation. When you're in a dangerous, terrifying situation, you need to do 2 things. Wenn du in so einer furchteinflößenden, schrecklichen, ausweglosen Situation bist, musst du 2 Dinge tun. And the seminary only teaches you to do one thing. Und in der Bibelschule lernst du nur eine Sache. You need to pray, Du musst beten and you need a bathroom. und du brauchst ein Badezimmer. They don't teach you that second thing. Diese zweite Sache, die bringen sie dir nicht bei. And I said to them with my voice breaking, Und ich habe zu ihnen gesagt und meine Stimme krächzte schon so richtig. Who are you? What do you want? Wer seid ihr und was wollt ihr von mir? And this biggest of the Somalis said, Und der größte von diesen Somalis sagte, are you the one? Have you come? bist du derjenige, bist du endlich da? I said, it's the 5 crazy guys from the Und ich restaurant. dachte, oh nein, diese 5 verrückten Typen aus dem Restaurant wieder. And I said, can I help you? What do you want? Und ich habe gefragt, wie kann ich euch helfen, was wollt ihr von mir? And they said, are you the one? Have you come? Und nochmal fragten sie mich, bist du derjenige, bist du jetzt da? And I said, what's this all about? Und ich habe gefragt, worum geht's hier eigentlich? They said, well, we need to tell you our story. Und die haben gesagt, wir haben euch dir noch gar nicht unsere Geschichte erzählt. I asked them, can I leave? Da habe ich gefragt, darf ich vielleicht weg? They said, no. Und gesagt, nein. I said, talk. Also, sprecht. That's... They said, you might not know this, Und sie haben gesagt, vielleicht weißt du das nicht, but we're Somalis. aber wir sind Somalis. Well, there's information I didn't have. Aha, das war jetzt mal was Neues. I mean, what would I think? They were Australian? Was dachten Sie, was ich denke? Ob das Österreicher sind? And they said, we're from Somalia. Die haben gesagt, wir kommen aus Somalia. Well, where are Somalis from? Und woher kommen Somalis? Germany? Aus Deutschland? And they said, back about 20 years ago, Und sie haben gesagt, vor ungefähr 20 Jahren people that look like you and sound like you came to our villages in Somalia. kamen Leute, die so aussahen wie du und sich so angehört haben wie du, zu unserem Dorf in Somalia. And they told us about a man named Jesus. Und sie haben uns von einem Mann namens Jesus erzählt. And we believed in that man. Und wir haben an diesen Mann geglaubt. And then the Civil War came, Und dann kam der Bürgerkrieg. and we had to flee. Und wir mussten fliehen. All of those Westerners were gone overnight. All diese Westler waren über Nacht verschwunden. And we had to flee into this desert. Und wir mussten in dieser Wüste Zuflucht nehmen. The tall Somali had been shot in the face 6 times. Dieser großgewachsene Somali war 6-mal ins Gesicht geschossen worden. Another one
told me that his baby starved on the way from from the eastern side of Somalia into that western desert. Und der andere hat mir erzählt, dass sein Baby auf dem Weg vom Osten Somalias in diese Wüste, die im Westen gelegen war, verhungert oder verdurstet ist. They said, we've been in this desert and we've not met another Christian for 5 years. Und sie haben gesagt, seit 5 Jahren sind wir hier in dieser Wüste und wir haben keinen einzigen weiteren Christen gefunden. We've not seen each other. Und wir haben uns auch gegenseitig nicht gesehen. The closest we've been to each other was 500 kilometers. Und die engste Entfernung, die wir je voneinander hatten, waren 500 Kilometer. But they said about 2 months ago, Aber sie haben gesagt, vor 2 Monaten all of us began to pray the same prayer. hat jeder einzelne von uns dasselbe Gebet begonnen zu beten. And that prayer had 2 parts. Und in diesem Gebet gab es 2 Teile. In 5 different locations, we prayed this prayer. An diesen 5 Orten, wo wir verstreut waren, haben wir das gleiche Gebet gebetet. God is Jesus, whom we were told he is and was, or have we believed in a fairy tale? Gott, ist dieser Jesus wirklich derjenige, für den wir ihn gehalten haben und für den wir ihn immer noch halten, oder ist das Ganze ein Märchen? And if Jesus is who we were told he was, does anybody care? Und wenn Jesus wirklich derjenige ist, für den wir ihn halten, macht oder kümmert sich dann irgendjemand um uns? Does anybody care that we're alive or we're dead? Kümmert es irgendjemanden, ob wir leben oder tot sind? All 5 of us were praying that same prayer. Wir 5 haben alle dieses Gebet gesprochen. And the Holy Spirit said, go to Go Day, wait there, I'm sending someone to you to answer your prayers. Und der Heilige Geist hat ihnen geantwortet und hat zu ihnen gesagt, ihr geht nach Gode, dort werde ich jemanden hinsenden, der eure Gebete And they said, beantwortet. we've been here over a month. Und sie haben gesagt, wir sind jetzt schon über einen Monat hier. And we've been following every Westerner that gets off of one of those United Nations airplanes, gets out of the trucks. We've been following everyone that arrives here. And the last 2 weeks, we've been following you. Und sie haben gesagt, wir sind jedem einzelnen Westler, jedem hellhäutigen Menschen, der aus einem dieser UN-Fahrzeuge ausgestiegen ist, aus den Flugzeugen ausgestiegen ist und hier gelandet ist, wir haben sie verfolgt, wir haben sie genau beobachtet. Und die letzten 2 Wochen haben wir dich beobachtet und dich verfolgt. I found that really encouraging. Das fand ich wirklich ermutigend. And they said, we've been watching you. Sie haben gesagt, wir haben dich beobachtet. It looks like to us when you wake up and go on the steps of the hut that you're sleeping in, that you're reading something that looks like a Westerner's Bible. Und sie haben gesagt, wenn du morgens aufstehst in der kleinen Hütte, wo du schläfst, und dann kommst du morgens raus, um dich zu waschen, dann setzt du dich hin und hast so ein Buch bei dir, das sieht aus wie so eine Bibel der Westler. And it looks like to us that when you eat your food in the desert, in the truck, wherever you are, it looks like to us that you might be praying the way that Westerners pray. Und wenn du irgendwo unterwegs bist, draußen im Auto sitzt oder sonst wo und dir was zu essen nimmst, dann sieht das so aus, als ob du vorher so betest, wie die Westler das eben gerne machen. We've been following you. Wir sind dir nachgefolgt. We've never met someone like you that speaks our language. Wir haben nie jemanden wie dich getroffen, der unsere Sprache spricht. We have never seen a white man hold our babies and cry over them as they die. Wir haben nie jemanden erlebt, der sich unsere Babys nimmt, während sie sterben und darüber weint. We've been following you, and we want to know, are you the one that God has promised? Have you finally come? Und wir haben dich verfolgt, sind dir nachgegangen und wollen jetzt von dir wissen, bist du derjenige, den Gott uns versprochen hat, dass er kommen soll? And I promise you, I don't remember what I did next. Ich kann euch sagen, ich weiß nicht mehr, was ich als nächstes gemacht habe. But I reached in my pocket Aber ich habe in meine Tasche gegriffen and pulled out this piece of paper. und habe mir dieses Stück Papier genommen. It's wet with sweat. Und es war voller Schweiß. The words are sort of slurred because of being so wet. Die Worte sind schon ganz verschwommen, eben wegen der Feuchtigkeit. I just pulled out this card. Aber ich habe diese Karte einfach rausgezogen And I read Muhammad, Mahmud,
Liban, Suleiman, and Abdulaziz. Und ich habe dann so vorgelesen, Mohammed, Mahmoud, Liban, Suleiman, Abdulaziz. And when I finished reading those names, those 5 guys jumped as far away from me as they can. They were terrified and they yelled at me, "Where did you get our names?" Und diese 5 Menschen, als sie das gehört haben, sind sie so weit sie konnten von mir weggesprungen, waren völlig elektrisiert, haben gefragt, woher kennst du unsere Namen? I said, "I got to tell you my story." Ich habe gesagt, so, jetzt habe ich euch mal eine Geschichte zu erzählen. Uh-huh. That's fair. Ja, das That's ist, fair. ja. And I told them about growing up in rural Kentucky Und ich habe ihnen erzählt, wie ich im ländlichen Kentucky aufgewachsen bin, in a home that was not Christian. in einem nichtchristlichen Zuhause. I told them about finding Jesus in a factory that I worked at night and went to high school during the day. Ich habe ihnen erzählt, wie ich in einer Firma oder in einer Fabrik Jesus gefunden habe, während ich dort nachts arbeitete und tagsüber in der Schule war. I told them that I went to college and my major was Ruth. Und ich habe ihnen von meiner Zeit an der Uni erzählt, wo mein Hauptfach Ruth war. That's the truth, and it's a great major to have. Das ist die Wahrheit und ich kann euch sagen, das ist ein geniales Hauptfach. And I told them about reading the Bible for the first time. And when I read Matthew 18, and Jesus said, "Go to all the world," I said, "Yes, I can get out of Kentucky." Und dann habe ich ihnen erzählt, wie ich gelesen habe in der Bibel und dann in Matthäus 28 schlussendlich den Missionsbefehl Jesu gelesen habe und gesagt habe, jawohl, ich darf aus Kentucky raus. And I told them that going overseas Ruth wanted to do that since she was 9 years old. Und ich habe ihnen erzählt, dass Ruth denselben Gedanken schon hatte, nämlich nach Übersee zu gehen als Missionarin mit 9 Jahren. And I told them about taking a 5-year-old and a 3-year-old son and going with Ruth to Malawi. Und ich habe ihnen davon erzählt, wie wir mit unseren 3- und 5-jährigen Söhnen und Ruth zusammen nach Malawi gegangen sind. All the trouble that we had with malaria. All die Schwierigkeiten, die wir dort durchgemacht haben. How the Malaria. doctor said to me, "Nick, do you want to see Jesus?" Und wie der Arzt mich gefragt hat, Nick, möchtest du Jesus sehen? Well, I know the answer to that question. I've been to seminary. Nun, die Antwort auf die Frage ist ja klar, ich war ja schließlich an der Uni. And I said, "Yes, I want to see Jesus." Ich gesagt, klar will ich Jesus sehen. He said, "If you don't leave this country, you're going to see him in 2 weeks." Er sagte, wenn du nicht aus diesem Land verschwindest, ist es in 2 Wochen soweit. So we moved to South Africa. Also sind wir dann ja nach Südafrika umgezogen. And I told him how Ruth and I studied the book of Acts and read it again together as a couple. Und habe ihnen erzählt, wie Ruth und ich zusammen das Buch der Apostelgeschichte studiert haben. And how God said, "Go to people who have little or no chance to hear." And in 2 months, we had moved to Kenya to go to Somalia. Und wie wir dann gehört haben, wie Gott zu uns sagte, ich möchte, dass ihr dorthin geht, wo die Menschen keine oder fast keine Möglichkeit haben, von Jesus zu hören. I Wie wir uns told dann him. auf den Weg nach Kenia gemacht haben, um nach Somalia reinzugehen. I told him all the things we were doing in Somalia. Habe ihnen von all den Dingen erzählt, die wir in Somalia gemacht haben. And I told him what God said to me in my dreams. Und habe ihnen erzählt, was Gott zu mir gesprochen hat in meinen Träumen. What he said to me during the daytime. Was er tagsüber zu mir gesprochen hat. How I told my team I needed to go to Ethiopia and they told me I was foolish and I had to stay. Wie ich meinem Team in Somalia gesagt habe, ich muss nach Äthiopien gehen und wie sie mich für dumm verkauft oder erklärt haben und gesagt haben, dass ich unbedingt bleiben muss. And how I went to Nairobi and told my wife all about this and she said, "You've been disobedient and you need to get obedient to God." Und wie ich anschließend zurück nach Nairobi gegangen bin, zu meiner Frau, ihr das alles erzählt habe und sie mir gesagt hat, du warst Gott ungehorsam, du musst ihm gehorsam sein und genau dorthin reisen. And I told him of the miracle of getting a ticket to Ethiopia, getting 18 signatures once I got to Ethiopia. Und dann habe ich ihnen von dem Wunder erzählt, wie ich an ein Ticket nach Äthiopien gekommen bin, wie ich an diese 18 Unterschriften gekommen bin, um in diesen Teil Äthiopiens reisen zu dürfen. And I told him how I came and arrived in this desert, not knowing why I'm here, what I'm supposed to do, or what God wanted from me. Und dann habe ich ihnen erzählt, wie ich schließlich in dieser Wüste gelandet bin, ohne eine Ahnung davon zu haben, was ich da jetzt überhaupt machen soll, was Gott von mir wollte. Now we've been standing under the sun between those buildings on that dirt for over 5 hours. Wir standen dort mitten in der heißen Sonne zwischen diesen Gebäuden auf diesem Drecksweg 5 Stunden lang. And I told them everything that had happened to me
in my lifetime. Und ich habe ihnen mein ganzes Leben erzählt, alles, was ich so erlebt habe. And when I finished, they looked at me Und als ich fertig war, haben sie mich angeschaut. and they said to me, you are the one. Und dann haben sie zu mir gesagt, du bist es. You finally have arrived here. Endlich bist du da. Now, you must answer our prayers. Jetzt musst du noch unser Gebet beantworten. And I stood on that dirt pathway. Und dann stand ich dort auf diesem Erdboden And I looked at these 5 sunburnt sons of the desert. und ich schaute mir diese von der Sonne verbrannten 5 Söhne der Wüste an. And I said to them, you have not believed in a fairy tale. Und ich habe zu ihnen gesagt, ihr seid keinem Märchen aufgesessen. Jesus is exactly who you were told he is. Jesus ist genau derjenige, als der er euch berichtet oder vorgestellt wurde. He is Lord of Lords, he's King of Kings, and he's sitting on the right hand of God in heaven right now. Er ist der Herr der Herren, er ist der König der Könige und er sitzt jetzt gerade zu Rechten Gottes im Himmel. And you want to know where I got your names? Und wollt ihr wissen, woher ich eure Namen kenne? When I went to some workers from Somalia and to Somali believers, they gave me your names. Als ich mich auf den Weg gemacht habe, mich getroffen habe mit einigen Leuten, die in Somalia gearbeitet haben, haben sie mir eure Namen gegeben. Jesus is Lord. Jesus ist der Herr. And they have not forgotten you. They have not stopped loving you. They pray for you every day and they love you with the love of God. Und sie haben euch nicht vergessen, sie haben nicht aufgehört, euch lieb zu haben. Und sie beten für euch jeden Tag. Sie lieben euch wirklich mit der Liebe Gottes. And they said, that's all we needed to know. And they turned around and started walking back into the desert. Und da haben sie gesagt, Dankeschön, mehr mussten wir gar nicht wissen, haben sich umgedreht und wieder zurück in die Wüste gegangen. And I went back to those villages, Und ich bin wieder zurück in diese Dörfer, hopeless, diese hoffnungslosen Dörfer. starving, sick. Überall Hungersnot, kranke Menschen. I did that for almost another month. Und ich habe das noch einen weiteren Monat, fast einen Monat getan. And finally, God let me go home. Und dann endlich hat Gott mich nach Hause fahren lassen. And Ruth fixed a big feast. Und Ruth hat ein großes Festessen vorbereitet. And she called all of our prayer warriors, and dozens of them came to our house. Hat all unsere Gebetsunterstützer und Gebetskämpfer eingeladen und Dutzende von ihnen sind zu uns nach Hause gekommen. And we ate and laughed and shared the meal together, broke bread together. Und wir haben zusammen Spaß gehabt, wir haben gelacht, wir haben gegessen, haben das Brot gebrochen. And then everybody sat in a semicircle, and I took my notes and I began to tell them what I had done the last 2 months, going chronologically. Und dann haben wir uns im Halbkreis hingesetzt und dann habe ich meine Notizen rausgeholt und habe ihnen erzählt, so chronologisch, was ich die letzten 2 Monate alles gemacht und erlebt hatte. And maybe 30, 40 minutes into that, and Ruth starts to cry. Und als ich so 30, 40 Minuten erzählt habe, fängt Ruth an zu weinen. Now, that's not unusual. Ruth cries because it's Tuesday. Das ist nicht so ungewöhnlich. Ruth weint, weil es eben Dienstag ist. That's one of her spiritual gifts. Eine ihrer geistlichen Gaben. But what is not usual is my 3 tough boys are crying. Aber was ungewöhnlich war, dass meine 3 hartgesottenen Jungs weinen. And all of these Somali workers and prayer warriors, tough people, they're all sobbing. Und all diese somalischen Geschwister, all diese Gebetskämpfer und harten Arbeiter, sie alle sind am Schluchzen. And I said, what's wrong with you people? Und ich habe gesagt, was stimmt bei euch Leuten nicht? Why are you all crying? Warum weint ihr alle? They said, you don't see? Seht ihr das nicht? Siehst du das nicht? I said, see what? Was soll ich sehen? You don't understand? Verstehst du es nicht? I said, what do you want me to understand? Was soll ich denn bitte schön verstehen? You don't see how God has orchestrated your very life and all of your life, prepared you and took you here, and here to find 5 believers lost and alone in the desert. Siehst du nicht, wie Gott dein ganzes Leben lang dich vorbereitet hat, dich an die verschiedensten Orte geschickt hat, dich in die verschiedensten Situationen gestellt hat, alles nur, um dich vorzubereiten auf dieses Treffen mit diesen 5 verlorenen, einsamen Menschen und Männern
I don't have an excuse. Ich habe keine Entschuldigung. All I can say is I was so focused on a broken people group Ich kann nur sagen, ich war so konzentriert auf eine ganz zerbrochene Volksgruppe, dying by the hundreds and going to eternity without Jesus, die zu Hunderten starben und in die Ewigkeit gingen, ohne jemals von Jesus gehört zu haben. I was so focused on their crucifixion and my pity party Ich war so beschäftigt mit ihrer Situation, die wie eine Kreuzigung war, und meinem eigenen Mitleid und auch Selbstmitleid, that I couldn't recognize Jesus when he was walking by my side. dass ich Jesus nicht mal erkannt habe, als er direkt an mir vorüberging. And the Bible says that as Jesus finished talking to those two men on the road to Emmaus, Und hier in der Bibel lesen wir, dass Jesus am Ende seiner Zeit, als er zu den Jüngern von Emmaus all das berichtet und ihnen all das erklärt hatte, they stopped for the night and Jesus was going to continue on. wollten sie sich zur Nacht zurückziehen und Jesus war dabei, weiterzugehen. And they begged him to stay, Sie haben ihn gebeten, zu ihnen hereinzukommen. and they went to the end, and when Jesus broke bread, their eyes were opened and they beheld the Lord. Dann gingen sie zusammen in diese Herberge, setzten sich zu Tisch, und als Jesus das Brot brach, wurden ihre Augen plötzlich geöffnet und sie haben erkannt, dass es Jesus, der Herr, ist. Now, ladies and gentlemen, I have lived longer than I'm going to live. Ihr lieben Leute, ich habe schon länger auf dieser Welt zugebracht, als ich noch vor mir habe. And whether Ruth has me buried in the ground or puts my ashes in an urn, I don't really care. Und ob Ruth mich jetzt in der Erde begräbt oder ob sie eine Urne mit meiner Asche irgendwo hinstellt, ist mir eigentlich ziemlich egal. But if my sons put a plaque on my grave or that urn that says, my daddy was the one, and when God sent him, he went. Are you the one? Have you come? If my boys remember me that way, I would die happy. Aber ich kann euch sagen, wenn meine Jungs auf mein Grab oder auf meine Urne eine Plakette anbringen würden, die davon spricht, unser Papa war derjenige, zu dem Gott sagen, oder der die Antwort war auf die Frage von diesen Männern dort, bist du derjenige, den Gott gesandt hat? Wenn sie das auf meinen Grabstein schreiben werden, dann werde ich als glücklicher Mann sterben. Now, listen to God right now. Hört auf Gott jetzt. If he can find 5 Somali brothers in the desert of Ethiopia, do you doubt that he can't find you tonight? Wenn er imstande ist, 5 verstreute somalische Brüder in der Wüste von Äthiopien zu finden, habt ihr irgendwelche Zweifel daran, dass er imstande ist, euch heute Abend zu finden? I've been like a lot of you. I was right in the middle of youth groups and church people, and in the middle of church I was running from God. Ich bin genau wie viele von euch vielleicht sind. Ich war mittendrin, Teil einer Jugendgruppe, mitten in der Gemeinde, aber in dieser Situation lief ich vor Gott weg. I'm asking you, are you the one? Have you come tonight to find Jesus? Und ich frage dich heute, bist du derjenige, der gekommen ist, um hier heute Jesus zu finden? Are Muslims and Buddhists and Hindus and communists and drug lords from Mexico, are they going to find Jesus and you're going to miss him? Oder ist es so, dass alle möglichen Leute, kriminelle, drogenabhängige Leute aus aller Welt, die wir heute schon gehört haben, sie sind diejenigen, die Jesus gefunden hat, aber du wirst nicht gefunden von ihm. And if you're a follower of Jesus, you need to listen. Wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann musst du zuhören. Everybody here knows somebody who's given up. Jeder von uns kennt jemanden anders, der schon aufgegeben hat. Ladies, you know you have girlfriends or you know of other ladies who have made bad decisions with their bodies and they're getting ready to make worse decisions. Und ihr Mädels, ihr kennt mit Sicherheit irgendwelche anderen Mädels, die schlechte Entscheidungen getroffen haben, wie sie mit ihrem Körper umgehen. Und sie stehen im Begriff, weitere, noch schlechtere Entscheidungen zu treffen. And in an hour or two, they're going to try to go to sleep and they're going to be crying out to heaven, God, is there anyone
Is there anyone who cares enough to come and help me in my situation? In 1-2 Stunden legen sie sich schlafen und sind mit Tränen, rufen sie abends zu Gott und sagen zu ihm: Gott, gibt es irgendjemanden, dem ich genug bedeute, dass er zu mir kommt und mir seine Hilfe anbietet und mir wirklich weiterhilft? They want to know, are you the one? Have you come? Und sie wollen wissen, seid ihr diejenigen, bist du diejenige, die gekommen ist? Some of our parents aren't doing very well. Einigen unserer Eltern geht es nicht sonderlich gut. Some of our friends' parents aren't doing very well. Oder die Eltern von einigen unserer Freunde. And unless someone speaks for God, there's going to be some marriages that started in love and going to end in hatred and anger. Und wenn es nicht Menschen gibt, die sich zum Sprachrohr Gottes berufen lassen, dann wird es Ehen geben, die auf Liebe gegründet waren, aber die beendet werden in Zorn und Ärger. And there's a man and a woman laying in bed, and they're 100 miles apart, and they want to know, are you the one? Have you come? Es gibt Männer, Frauen, die liegen 100 Kilometer auseinander entfernt, schlafen ein, aber sie wollen wissen, bist du die Person, die gekommen ist, um für sie da zu sein? Every one of you, God has made to find some people on a list just like this. Jeden einzelnen von euch möchte Gott dazu gebrauchen, um Menschen zu finden, wie diese 5 Menschen auf der Liste. Some lost sheep that belong to God that need somebody to encourage them, find them, encourage them, love them, and bring them home. Einige verlorene Schafe, die Gott gehören, aber die völlig orientierungslos und hilflos sind. Sie brauchen jemanden, der sie liebt, der sie ermutigt, der sie wieder zurück nach Hause bringt. I cannot imagine there's a single young person here tonight that doesn't have a lot of friends that if their lives were to end tonight, they would not go to heaven. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es hier nicht Menschen gibt, die in eurem Bekanntenkreis, in eurem Freundeskreis sind und ihr wisst genau, wenn die heute Abend sterben würden, dann würden sie nicht bei Jesus im Himmel landen. Are you the one? Are you going to come and speak the love of Jesus and say to them, Jesus is not a fairy tale, he's exactly who we know he is? Bist du die Person, die gekommen ist, um ihnen zu sagen, Jesus ist kein Märchen, ist kein Hirngespinst, sondern er ist genau derjenige, der er behauptet zu sein? Are you going to look that wandering person in the heart and say that you care enough to come and you care enough to tell them they are loved, not forgotten, and that Jesus is Lord? Bist du die Person, die sich an diese Suchenden wendet und ihnen sagt, ich kümmere mich, du bist mir genug wert, du bist mir so wichtig, dass ich dir sagen möchte, Jesus Christus ist für dich genau die Antwort und genau das, was du brauchst? Just by the nature of the program, most of us have been observers today. So wie das hier angelegt ist, ja völlig normal, sind die meisten von euch heute Beobachter, Zuschauer. But that program's done. Aber dieses Programm, dieser Tag geht zu Ende. We folded it up and put it somewhere. Wir packen ihn wieder ein und dann haben wir die Erinnerungen und legen das irgendwo ab. And the program now is you. Und jetzt seid ihr das Programm. Is there someone that will say about you, you were the one, you have come and found me when my need was the deepest? Wird es Leute geben, die zu dir eines Tages sagen, du warst die Person, die zu mir gekommen ist und mir geholfen hat, als ich am Tiefpunkt war? There's all kinds of different ways of being lost. Es gibt alle möglichen verschiedenen Arten von Verlorenheit. Sometimes the body of Christ just gets so persecuted, we get scattered, we get beaten, we get jailed, and we need somebody to carry our cross for us. Manchmal wird die Verfolgung so stark, dass Menschen im Gefängnis landen, dass wir geschlagen werden, dass wir zerstreut werden. Da brauchen wir jemanden anderen, der unser Kreuz trägt. If you know your Bible, wenn du deine Bibel kennst, you know that Jesus himself could not finish his journey by himself. Dann weißt du, dass selbst Jesus seine Reise nicht alleine zu Ende bringen konnte. He's carrying his cross
to Calvary. Er trägt sein Kreuz dort den Hügel nach Golgatha hinauf. And he falls down and he can't get up. Und dann fällt er nieder und er kann nicht wieder aufstehen. And they had to get Simon to pick Jesus' cross up so that Jesus could finish his journey. Und sie mussten Simon dazu holen, damit er das Kreuz von Jesus trägt, damit Jesus seine Reise, seinen Weg zu Ende gehen kann. If Jesus couldn't make it all the way, do you have any reason to believe that believers in persecution can do this thing by themselves? Wenn Jesus selbst es nicht mal so schaffen konnte, ganz alleine, was gibt euch dann Grund zu der Annahme, dass Christen in Verfolgung das schaffen können? Whose cross are you carrying? Wessen Kreuz trägst du? Are you the one? Have you come? Bist du derjenige? Bist du gekommen? But there's another way of being lost. Es gibt noch eine andere Art von Verlorenheit. This world is full of moms and dads and children with green mouths right now, tonight. Diese Welt ist voll von Männern und Frauen und Kindern mit grün gefärbten Mündern heute Abend. You cannot count the number of families that have these blisters in their fingers and their toes and their ears and their eyelids. Und es gibt eine nicht zu zählende Zahl von Menschen, von Familien, die mit diesen Geschwüren und Blasen zwischen ihren Fingern und zwischen ihren Zehen und in ihrem Gesicht zu kämpfen haben. And God, help us, because every tick of the clock, someone is dying without Jesus. Möge Gott uns gnädig sein und helfen, denn jeden Gongschlag, jeden Tick der Uhr stirbt jemand anders und geht in die Ewigkeit ohne Jesus. And they want to know, are you the one? Have you come? Und sie alle haben diese Frage, bist du derjenige, bist du gekommen? Our worship praise team is going to come, Unser Lobpreisteam kommt nach oben and they're going to lead us in worship. und sie werden uns nochmal anleiten in der Anbetung. But we've had our time. Wir haben unsere Zeit jetzt gehabt. This is yours. Jetzt seid ihr dran. This is the night you can be changed from the inside out. Heute Abend könnt ihr verändert werden, von innen her. If you don't know Jesus, Wenn du Jesus noch nicht kennst, tonight is that night to find him. Tonight is the night to find him. heute Abend kannst du das festmachen und bei ihm andocken. And for many of you, you need to hear the words of Jesus when he commanded, go to all the world. Und viele von euch brauchen diese Ansprache Jesu, als er damals schon gesagt hat, geht hin in alle Welt. He doesn't care if it's across the street to Jerusalem, Das heißt nicht, das kann auf der anderen Straßenseite sein, wie damals in Jerusalem to the next race of people in Judea, oder die nächste Volksgruppe in Judäa maybe a few days' journey to Samaria, oder ein paar Tagesreisen weiter in Samaria or the ends of the earth. oder bis ans Ende der Erde. Jesus wants to know, Jesus möchte wissen, are you the one? bist du derjenige? Will you come and be obedient tonight? Wirst du kommen und heute Abend gehorsam sein? Where will you go? Wo wirst du hingehen? Where will you go? Wo gehst du hin? Or are you the one? Bist du diejenige, derjenige? Pray with me. Beten wir zusammen. Herr Jesus Christus, wir staunen über das, was du tust. Wir staunen, wo du es tust und wie unterschiedlich das ist, was du tust. Aber wir haben heute gesehen, dass kein Ding unmöglich ist bei dir. Und wir beten dich an als den König der Könige, als den Herrn aller Herren. Und Jesus, wir strecken uns aus nach dir, mit all unserer Schwachheit, mit dem Bewusstsein, wir sind keine Helden, aber auch mit dem Wissen, dass du selber in uns leben willst und lebst. Und Jesus, wir strecken uns aus und beten zusammen, Herr, erfülle du uns mit deinem Heiligen Geist. Mach du uns fähig, da wo wir nicht fähig sind, da wo wir vielleicht nicht den Mut haben, Entscheidungen zu treffen, zu denen du uns aufforderst. Herr, da schenk uns diesen Mut und öffne uns die Augen, Herr, dass wir zuerst dich erkennen, aber dass wir dann auch das erkennen, was du uns vor die Augen stellen möchtest. Ob das in der Nachbarschaft ist, in der eigenen Familie oder ob es wirklich die Enden der Erde sind. Herr, sprich du zu uns, wir wollen hören. Amen. Hear the words of the Lord. Höre das Wort des Herrn. Are you the one? Have you come? Bist du derjenige, der kommt? Thank you, Nick. Vielen, vielen Dank.